Es gibt offizielle Infos, dass wir bald das Niflheim DLC spielen können. Außerdem kennen wir die Namen der Open-World-Regionen von den Niflheim DLC und auch Details zum Gameplay gibt es dort. Das alles besprechen wir heute in diesem Video, also bleibt hier gerne dran. Die Infos zum Niflheim DLC überschlagen sich und ich hatte gestern schon in einem Video darüber gesprochen, dass PlayStation Gamesize vorgelegt hat, gestern am Dienstag, den 26. Denn er hat einen Tweet geteilt mit der Nachricht, ein Datenbank-Eintrag wurde hinzugefügt zum PlayStation Datenbank und zwar Assassin's Creed Valhalla Patch 1.6.0. Und das Ganze wurde am Dienstag eben gemacht, ja, vorgestern, und das hat in der Vergangenheit immer eine Woche gedauert, bis dieser Datenbank-Eintrag, dieser Patch dann auch für alle offiziell verfügbar war. Bedeutet also, nächste Woche Dienstag werden wir den Patch 1.6.0 bekommen und dann kriegen wir auch neuen Content. Ihr kennt ja die Roadmap, die im Kickoff-Trailer, im Kickoff-Video gezeigt wurde. Dort sehen wir die Gräber der Gefallenen, die noch offen sind, und die vergessene Saga oder das vergessene Saga DLC, das ist auf dieser Roadmap sichtbar. Und das werden wir definitiv bekommen. Denn PlayStation Gamesize ist nicht der einzige, der pfiffig ist und uns geteilt hat, dass da was kommt, sondern auch der Nutzer Urfaust auf Twitter. Er hat gestern um ungefähr 21 Uhr, 20 Uhr die Info geteilt, dass die Achievements auf der PlayStation sichtbar sind, und zwar für das DLC Vergessene Saga. Das ist auf jeden Fall eine offizielle Information. In der Vergangenheit war es immer so, dass die Achievements ungefähr eine Woche vorher in die Trophäen-Datenbank mit eingespeist wurden und wir dann eine Woche später das DLC wirklich bekommen haben. Das war beim Niflheim, das war beim Ragnarök DLC so, das war bei allen anderen DLCs so. Und netterweise hat mir Urfaust und Phoenix aus dem Discord und Daniel aus meinem Discord ein paar Bilder zugesteckt, nämlich mit jeden einzelnen Informationen zu diesen Trophäen, denn die geben Hinweise auf das Gameplay, auf die Open World und vieles mehr. Pascal, ich muss nochmal reingrätschen. Hier in diesem Video werde ich über Spoiler sprechen, das ist ja klar. Das heißt also, wenn ihr nichts zu dem Niflheim DLC sehen wollt, keine Namen hören wollt, dann schaltet gerne ab, schaut euch gerne mein Video an zu God of War, welche Version am besten sein wird für den November, oder meine anderen Videos auf meinem Kanal. Aber ich würde sagen, ich übergebe wieder an den Vergangenheits-Pascal. Das erste Achievement ist natürlich relativ einfach. Wir wissen, dass wir Hale, die Herrscherin über Niflheim, besiegen müssen, die Tochter von Loki, und der Erfolg heißt dementsprechend auch so. Besiege Hale, die Herrscherin über Niflheim. Das zweite Achievement gibt uns dann schon so ein bisschen Einblick in das Gameplay. Besiege Nidhögg, das ist der Drache, den wir im Trailer sehen, oder die Schlange, die Toten in Niflheim peinigt. Besiege Nidhögg, ohne einen Elchschrein zu benutzen. Und ich glaube, diese Elchschreine sind eben diese Health Fontaines, die Andy in seinem Video erwähnt hat, auch vor Ewigkeiten. Das verlinke ich euch hier in der Beschreibung, die wir benutzen können, um uns, sage ich mal, zu regenerieren. Und das können wir aber nicht benutzen. Und diesen Achievement kriegen wir halt erst, wenn wir es schaffen, diesen Drachen zu besiegen, ohne diesen Schrein zu nutzen. Ziemlich coole Sache auf jeden Fall. Natürlich gibt es dann noch ein weiteres, und zwar kaufe alle Gefallen von Nah mindestens einmal. Ich weiß nicht, wer Nah ist in Niflheim. Für alle, die sich auskennen mit der nordischen Mythologie oder sehr, sehr tief drinstecken, vielleicht könnt ihr mir das gerne sagen. Ich denke mal, Gefallen von Nah sind im Grunde wie in der Arena, wie in Dawn of Ragnarök, Schwierigkeitsstufen, ja, gewisse Buffs. Als Beispiel, wir haben nur die Hälfte unseres Lebens oder wir teilen nur die Hälfte unseres Schadens aus, und das sind im Grunde die Gefallen von Nah, so könnte ich mir das vorstellen. Das vierte Achievement ist selbsterklärend: Stoße mit der Fähigkeit Türstritt 10 Gegner von Kanten. Relativ einfache Geschichte. Das fünfte Achievement gibt uns Einblick in die Open-World-Regionen, ja. Hier müsste es sogar schon sichtbar sein im Codex-Buch. Da sind nämlich 3 Regionen, die nicht aufgelistet sind bisher. Kaltstadt, Myrkraland und Nidheim. Das sind 3 verschiedene Regionen. Die hatte auch Andy sogar in seinem Video aufgezeigt. Die Toten von Kaltstadt, Myrkraland und Nidheim wieder. Und hier, denke ich, müssen wir im Grunde alle Collectibles in diesen Regionen einsammeln, um das Ziel zu erreichen, beziehungsweise müssen vielleicht auch einfach diese Kampagne, die Vergessene Saga, beenden. Wir haben natürlich auch einen Ort, wo wir zurückkehren können, denn das Niflheim DLC ist ja, wie gesagt, kostenlos, das wisst ihr ja, und wird ein Roguelite Spiel sein. Das bedeutet, wenn wir sterben, müssen wir im Grunde alles von vorne machen, jedoch behalten wir unsere Ausrüstung. Und wo kehren wir zurück, wenn wir sterben?
ins Lager von Odin, denn dieses Achievement bedeutet hier, kehre zum ersten Mal zu Odins Lager zurück. Das heißt also basically, wenn ihr einmal verreckt, dann habt ihr dieses Achievement im Grunde schon in der Tasche. Das nächste Achievement dreht sich um eine Person, ein Tier, ein Objekt. Finde Hels Hausmeier. Ich weiß nicht, was das Ganze sein soll. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht der Hund aus dem Trailer, denn der hat einen eigenen Namen. Ich habe den jetzt leider vergessen. Es könnte ein Objekt sein, es könnte aber auch natürlich eine andere Person sein oder Hels Hausmeister. Ganz genau. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, und wenn euch dieses Video bis hierhin gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Dränger-Daumen nach oben da würde ich mich freuen. Ihr würdet mir helfen und vor allen Dingen auch dem Algorithmus zeigen, dass ich halbwegs solide Videos mache. Aber machen wir weiter mit den letzten beiden Achievements. Und zwar hier ein Achievement für die Schwierigkeit im Spiel. Besiege Hel, während du die Montur Draugr-Tribut ausgerüstet hast. Und ich denke, das ist eine Montur, die richtig schlecht ist. Ich glaube, die ist sowas von schlecht. Und das ist die schwierigste Rüstung, mit der man Hel besiegen könnte. Und deswegen gibt es diesen Silber-Erfolg auf der PlayStation. Und das letzte Achievement ist auch eine versteckte Trophäe. Ich hatte vergessen zu sagen, dass die Draugr-Trophäe auch eine war. Schließe alle Begegnungen in Myrkraland ab. Und das lässt mich darauf schließen, dass wir im Grunde in diesem Gebiet Myrkraland eventuell Kampfarenen haben, beziehungsweise ja, verschiedene Weltaktivitäten, die Kämpfe mit beinhalten. Genau, das waren auf jeden Fall alle Achievements. Ich denke, das ist auf jeden Fall der letzte Hinweis, dass wir dieses DLC nächste Woche bekommen werden. Ich freue mich definitiv drauf. Ich bin sehr gespannt. Ich frage mich zwar, wann die Gräber der Gefallenen kommen könnten. Ich denke, nach diesem Achievement-Ding glaube ich nicht, dass wir nächste Woche das Ganze bekommen, sondern erst Mitte September, kurz vor oder nach der Celebration. Aber könnt ihr mir eure Meinung natürlich auch mal hier in die Kommentare lassen. Allerdings findet ihr da nicht nur die Kommentarspalte, sondern auch den Abo-Knopf. Und wenn ihr den gedrückt habt, vergesst bitte nicht die Glocke. Ihr verpasst dadurch auf jeden Fall keine Videos, habt einen mega Vorteil, und da würde nicht nur ich mich freuen, sondern auch der liebe Eivor. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.